Was sind die besten 7 US-Bundesstaaten, um eine steuerfreie US-LLC zu gründen und zu betreiben? Darauf will ich in diesem Video einmal näher eingehen. Die US-LLC ist meiner Meinung nach die beste internationale Rechtsform, die es gibt. Du hast keine Buchhaltungspflicht, du hast keine Steuerpflicht, wenn du keine Betriebsstätte in den USA hast. Du hast hier höchste Vertraulichkeit. Amerikanische Banken nehmen nicht am Informationsaustausch teil. Also für alle, die eine Auslandsgesellschaft gründen wollen, die natürlich persönlich auch die Voraussetzungen dafür erfüllen. Wenn du natürlich in Deutschland lebst, dann bringt dir das überhaupt nichts, ja. Aber wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst, das heißt, du lebst zum Beispiel in einem steuergünstigen Land, bist vielleicht digitaler Nomade, dann ist meiner Meinung nach die US-LLC hier die beste Rechtsform. Schnell gegründet, einfach im Unterhalt und eben sehr guter Schutz der Privatsphäre, das wird durch die US-LLC gewährleistet. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Es gibt ja viele Anbieter, die hier die US-LLC gründen für digitale Nomaden. Hier muss man allerdings als deutscher Staatsbürger vorsichtig sein. Österreicher und Schweizer betrifft das nicht. Wenn du nämlich gewerbliche Einkünfte hast und wohnsitzlos bist, weil du Deutschland verlassen hast, zum Beispiel als Perpetual Traveler oder digitaler Nomade, dann kann es sein, dass die Einkünfte aus der US-LLC noch 10 Jahre in Deutschland zu versteuern sind. Ich habe dazu umfangreicher hier auch schon publiziert und auch einen Artikel auf unserer Webseite geschrieben. Ich kopiere den hier nochmal in die Beschreibung des Videos mit hinein. Schau dir das auf jeden Fall an, um zu prüfen, dass diese US-LLC tatsächlich auch für dich passt. Nun gibt es 50 US-Bundesstaaten. Da stellt sich natürlich schnell die Frage, welche Bundesstaaten jetzt hier besonders geeignet sind. Grundsätzlich gilt, was ich vorhin gesagt habe über die Steuerfreiheit, das gilt für alle US-Bundesstaaten. Ja, also egal, wo du diese LLC gründest, die wird steuerfrei sein. Der Bundesstaat spielt keine Rolle. Allerdings muss man natürlich hier das Detail beachten, denn viele Bundesstaaten haben ja staatliche Steuern, oftmals werden die zum Beispiel auch Franchise Taxes genannt. Als Beispiel Kalifornien, das ist so eine Mindeststeuer. Das heißt, da muss jede LLC im Jahr $800 Mindeststeuer bezahlen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die Steuerbefreiung ist natürlich im Wesentlichen auf die Income Tax, das heißt auf die Gewinne der Gesellschaft zu verstehen. Diese Franchise Taxes sind ja unabhängig vom Gewinn, die sind sowieso zu bezahlen. Das muss man also auf jeden Fall berücksichtigen. Wir selbst gründen eben LLCs für Mandanten in den jetzt hier vorgestellten 7 Staaten und wir haben eben in den letzten 20 Jahren mit vielen US-Bundesstaaten hier Erfahrung gesammelt und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese 7 Staaten hier die besten sind. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch eine gewisse Frage der persönlichen Präferenzen. Jeder US-Bundesstaat hat ja so seinen eigenen Charakter und jeder spricht dich vielleicht auch anders an. Vielleicht fühlst du dich gut damit, zum Beispiel eine Gesellschaft in Kalifornien zu haben, weil das deinem Lifestyle entspricht, weil das deinem Produkt entspricht und dann sind vielleicht die $800, die man dort bezahlen muss pro Jahr, dir völlig egal und du wirst die Firma dort gründen. Dazu möchte ich aber auch sagen, dass du natürlich für jede LLC sowieso in jedem der Bundesstaaten auch einfach eine Postadresse besorgen kannst. Dann müsstest du zum Beispiel natürlich auch die $800 nicht bezahlen. Also zum Beispiel, du gründest eine Wyoming LLC, besorgst dir bei irgendeinem Anbieter eine Postadresse in Beverly Hills, dann sieht das von außen so aus, wenn die Gesellschaft dort ihren Sitz hat, aber da sie keine kalifornische LLC ist, musst du auch die $800 nicht bezahlen. Ja, also wenn es dir nur um eine bestimmte Location geht, ja, dann muss man nicht unbedingt nun eine LLC in diesem Staat deswegen gründen. Kommen wir nun also zu den 7 Sitzstaaten, die wir hier besonders empfehlen für dein US-LLC. Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge. Hier gibt es also innerhalb der Liste keine besonderen Präferenzen. Erster Sitzstaat ist Colorado. Colorado ist im Westen der USA, dominiert durch die Rocky Mountains, bekannt durch den Grand Canyon, also hat ein durchaus positives Image, ist als LLC-Sitzstaat nicht besonders bekannt. Ein seriöses, hemdsärmeliges Image, würde ich sagen, naturverbunden. Es gibt auch eine große Tech-Industrie da, ein bisschen wie Bayern vielleicht oder Österreich, würde man sagen. Vorteil ist in Colorado, dass die Anonymität gegeben ist, das heißt, Gesellschafter werden nicht im Handelsregister veröffentlicht.
veröffentlicht. Es gibt keine Franchise-Tax in Colorado zu beachten. Und interessant ist eben Colorado auch, weil dort die LLC auch eine Limited-Endung haben kann. Also das heißt, deine Gesellschaft könnte zum Beispiel heißen ABC Ltd. Warum ist das relevant? Nun, viele Mandanten, die in Europa arbeiten oder beziehungsweise nach Europa Rechnungen schreiben, haben immer so ein bisschen die Sorge, was sagt nun der Kunde, wenn er hier diese Rechnung der LLC bekommt? Gibt es hier möglicherweise dann Nachteile zu erwarten? Schreckt der Kunde vor einer Zahlung zurück? Findet der Kunde das unseriös? Sieht das von der Optik her problematisch aus? Wenn du nun eine solche Limited-Endung verwendest und vielleicht noch eine Postadresse in London besorgst oder in Dublin, dann kannst du sozusagen tun, als würde es sich hier um eine europäische Gesellschaft handeln. Die muss nirgendwo ins Handelsregister natürlich eingetragen sein in Europa. Es geht ja nur darum, was auf deinem Briefkopf erscheint. Dann hast du ein Konto zum Beispiel bei Wise und dann sieht das Ganze schon ziemlich authentisch aus. Also Colorado unterstützt als einer der wenigen Bundesstaaten diese Endung der Limited. Als nächstes dann die LLC in Delaware. Delaware ist der Bundesstaat in den USA mit am Abstand den meisten Firmengründungen. Gerade Großunternehmen sind zu 90% in Delaware ansässig und ansässig meine ich jetzt, sie haben ihren Registersitz da, inklusive Facebook, Google und auch die meisten deutschen Unternehmen, die in den USA tätig sind. Das hat keine steuerlichen Gründe. Ja, das ist so eine weit verbreitete Urban Legend, dass Delaware steuerliche Vorteile hat. Es stimmt nicht. Delaware hat überhaupt keine steuerlichen Vorteile. Aber Delaware ist der älteste Bundesstaat der USA. Hier gibt es am meisten Präzedenzfälle. Delaware hat ein besonders positives Rechtssystem für Unternehmen. Dort werden zivilrechtliche Verfahren sehr schnell behandelt. Du hörst das vielleicht immer wieder mal, wenn jetzt wieder irgendwas mit Elon Musk ist und Twitter bzw. X, dann findet ja die Verhandlung in Delaware statt und die reagieren sehr schnell, die räumen sehr schnell Verhandlungstermine ein. Das sind die Vorteile von Delaware. Außerdem ist das Delaware-Gesellschaftsrecht so der Standard, der sich etabliert hat. Das heißt, jeder US-Anwalt, der sich mit Gesellschaftsrecht auseinandersetzt, kennt dieses Gesellschaftsrecht in Delaware. Daher der Standard und sicherlich ein guter Standort, um eine LLC zu haben. Auch hier ist Anonymität gegeben. Das heißt also, dein Name taucht nirgendwo im Handelsregister auf. Ein kleiner Nachteil würde ich vielleicht sagen, dass Delaware jetzt ein wenig anrüchig ist, gerade in Europa. Das heißt, wenn du jetzt einem Kunden eine Rechnung schickst aus Delaware, dann hat der wahrscheinlich schon so manche Hintergedanken, wenn er diese Rechnung bezahlt. Aber das liegt natürlich daran, dass hier aller möglicher Stuss über Delaware geschrieben wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das führt natürlich zu solchen Missverständnissen. Florida ist der nächste Sitzstaat, über den wir sprechen wollen. Florida hat ein sehr positives Image natürlich. Sonne, Strand, Miami, Lifestyle, das alles wirkt natürlich sehr positiv aus. Florida ist sehr beliebt natürlich auch bei Urlaubern. Viele Deutsche waren schon mal da. Wer in die USA reist, der reist oftmals nach Florida. Florida ist businessfreundlich. In Florida ist bei der LLC keine Anonymität gegeben. Das heißt, der Name wird im Handelsregister veröffentlicht. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ja, also manche wollen natürlich die Anonymität haben. Andere sagen sich genau das Gegenteil. Die sagen sich, naja, Anonymität kann ja auch schlecht sein. Ich will, dass meine Geschäftspartner sehen, dass ich hinter dieser Firma stecke. Ich habe nichts zu verheimlichen. Also nimmt man eben eine Florida-Gesellschaft. Übrigens spielt es für die Kontoeröffnung keine Rolle, ob der Name im Handelsregister erscheint oder nicht. Du kriegst genauso ein Konto für Gesellschaften, die den Namen nicht im Handelsregister veröffentlichen. Also diesbezüglich ist es nicht relevant. Es geht aber eben vielleicht um andere Kriterien, die hier wichtig sind. Also auch Florida eine absolut gute Jurisdiction in den USA für deine LLC. Der nächste Sitzstaat ist Nevada. Nevada ist der Nachbarstaat Kaliforniens und hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren einen Namen gemacht als der Bundesstaat, in den viele Unternehmen aus Kalifornien umgesiedelt sind, weil eben Kalifornien steuerlich doch sehr restriktiv ist. Nevada steht hier steuerlich eindeutig besser da. Für die Nullsteuer-LLC spielt das, wie gesagt, keine Rolle. Sie bezahlt sowieso keine Steuern. Aber grundsätzlich sticht natürlich Nevada auch durch ein sehr geschäftsfreundliches Klima, ein unternehmerfreundliches Klima hier hervor.
Viele verbinden von uns die Wüstenmetropole Las Vegas mit Nevada. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Aber gerade was das Gesellschaftsrecht anbelangt, hat sich natürlich auch Nevada in den letzten Jahren hier in puncto Vermögensschutz so ein gutes Image, sage ich mal, herausgearbeitet und konkurriert hier so etwas mit Wyoming. Es gibt keine Anonymität in Nevada, das heißt also, dein Name würde im Handelsregister veröffentlicht werden. Ein weiterer Vorteil, den Nevada bietet, ist, dass auch hier die Limited-Endung für LLCs akzeptiert ist. Das heißt, wenn du eine LLC gründen möchtest und der so ein europäisches Image geben willst, dann sieht sie eben aus wie eine britische oder irische Limited. Kannst du dies unter dem Namen LTD in Nevada tun. Dann besorg dir noch eine Postadresse in London oder in Dublin und schon hast du eine Firma, die aussieht wie eine britische oder eine irische Firma, in Wirklichkeit aber eine amerikanische LLC ist. Der nächste Bundesstaat ist New Mexico. New Mexico ist ein wunderschöner Bundesstaat. Ich hatte dort mal eine Ranch. Ich hatte ja auch eine Ranch in Texas und auch eine in New Mexico. Spitzname von New Mexico ist The Big Empty. Dort gibt es wirklich gigantische leere Landstriche, eine Wüste, eine Steppe. Da kannst du die Leere tatsächlich anfassen. Es ist sehr beeindruckend. Es hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich liebe diesen Bundesstaat auch zum Skifahren. Sehr toll. Santa Fe, eine herrliche Stadt hier im spanischen Kolonialstil. New Mexico ist bekannt durch diese Adobe Buildings, also diese Lehmgebäude hier mit den runden Ecken. Ein herrlicher Sitzstaat New Mexico, kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu besuchen. Viele von uns kennen ja New Mexico durch die Fernsehserien Breaking Bad und Better Call Saul. Beide sind ja in Albuquerque gefilmt worden. Albuquerque ist die Hauptstadt von New Mexico. Vorteil der LLC New Mexico ist, dass New Mexico eben auch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. Hier gibt es also nicht mögliche Reputationsprobleme, wie zum Beispiel jetzt in Wyoming oder auch Delaware, das kennt ja jeder. Und eben in Europa vielfach ein bisschen so anrüchig. Ich meine grundlos, aber es ist eben so, während New Mexico ist eben ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ein weiterer Vorteil in New Mexico ist eben, dass hier Anonymität gegeben ist. Das heißt, deine Daten als Eigentümer der LLC tauchen nirgendwo auf. Daher durchaus ein Bundesstaat, den man natürlich jedem empfehlen kann für eine LLC. Der nächste Bundesstaat ist Texas, mein Favorit. In Texas ist natürlich auch unsere Kanzlei ansässig. Ich selbst habe einen Wohnsitz in Texas, verbringe sehr viel Zeit da, habe lange Jahre dort auch Vollzeit gelebt. Texas ist sicherlich der Nummer 1 Staat, wenn es um Business geht. Wenn du in Texas eine Firma hast, dann meinst du Business, das ist ganz klar. Du hast ja wahrscheinlich gesehen, dass sehr viele Großunternehmen in den letzten Jahren nach Texas umgezogen sind. Die Unternehmen von Elon Musk wären hier zu erwähnen, Meta, Oracle und natürlich viele andere Unternehmen auch. Texas ist ein genialer Staat. Er hat dieses Cowboy-Image vielfach zu Recht, vielfach aber natürlich auch zu Unrecht. Man muss hier nicht die Angst haben in Texas, dass hier wild gewordene mit Revolvern am Halfter durch die Stadt laufen. Austin, Texas, was der Sitz unseres Unternehmens ist eine sehr moderne Stadt. Vielen Texanern schon zu liberal, wie sie sagen, also schon zu links. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Heimatstadt Freiburg, die ja auch im konservativen oder ehemals konservativen Baden-Württemberg liegt. So muss man das Gleiche mit Austin auch sehen. Ein ganz wichtiger Tech-Standort, tolles Wetter, tolle Landschaft, tolle Freizeitmöglichkeiten. Und natürlich Texas ist sehr businessfreundlich, da gibt es wenig Red Tape. Auch als Wohnsitzstaat natürlich sehr gut geeignet, denn es gibt dort keine Einkommensteuer auf Bundesstaatsebene. Die Steuer im Bund muss man natürlich bezahlen. Also wenn du ein Unternehmen in Texas hast, dann kannst du davon ausgehen, das hat eine super Reputation. Geografisch auch gut gelegen, liegt so in der Mitte der USA, zur Ost- und Westküste, die gleiche Distanz. Also Texas, mein persönlicher Favorit, wenn du mich fragst. In Texas übrigens ist keine Anonymität gegeben. Das heißt, deine Daten erscheinen dort im Handelsregister. Zuletzt wollen wir noch Wyoming nennen. Wyoming ist sicherlich einer der populärsten Bundesstaaten zur Gründung einer US-LLC. Die Gründung ist einfach, Anonymität ist gegeben. Wyoming hat eine sehr gute Reputation für Vermögensschutz. Nicht ohne Grund haben dort viele reiche amerikanische Familien ihre Family Trusts etabliert. Auch übrigens ganz toll zum Skifahren. Jackson Hole, ein tolles Resort, kann man jedem nur empfehlen. Aus meiner Sicht ist Wyoming hier eine Top-Wahl.
Da kann man nicht viel falsch machen. Einen kleinen Abstrich würde ich vielleicht machen. Wyoming ist natürlich in den letzten Jahren hier sehr populär gewesen und hat mittlerweile auch so ein bisschen natürlich das Image der Steueroase. Also wenn du das aktiv vermeiden willst, dann würde ich nicht unbedingt hier eine LLC in Wyoming gründen. So, das war sie, unsere Liste. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch subjektiv. Ein Bundesstaat spricht mehr zu dir als ein anderer. LLCs in diesen Bundesstaaten gründen wir regelmäßig für Mandanten. Du findest Detail zu unserem Rundum-Sorglos-Paket inklusive steuerlicher Betreuung, inklusive der Beantragung deiner persönlichen Steuernummer, der ITIN, inklusive der Kontoeröffnung in den USA und allem anderen, was du noch brauchst, auf der Webseite, wo wir dieses Angebot hier beschrieben haben, nullsteuer.llc. Link packe ich auch hier nochmal in die Beschreibung dieser Webseite mit hinein. Wie gesagt, die LLC ist die ideale Rechtsform für Auswanderer, aber es gibt natürlich auch hier einige Fallstricke zu beachten. Weniger jetzt eigentlich auf Seiten der LLC als noch auf Seiten Deutschlands oder wo auch immer du steuerpflichtig bist, beziehungsweise eben deinen Wohnsitz dann hinverlegt. Wenn du hierzu noch Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Gespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu helfen. Auswandern, Steuern sparen, Unternehmen im Ausland gründen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.